Und in Farbe herzlich willkommen auf meinem Kanal, Sobeltier Finanzkanal. Es freut mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid und heute geht es um ein weiteres BDC-Unternehmen. Wenn du nicht genau weißt, was BDC ist, schau dir dieses Video an und wir gehen auch gleich online ins System. Bitte folgt mir. Ares Capital, die Ares Corporation, hat hier die Q4-Zahlen veröffentlicht, die sehen ganz gut aus. Ganz genau heißt die Firma Ares Capital Corporation und ist eine sogenannte Business Development Company. Ich habe die hier mal in einem Absatz zusammengefasst und der Fonds zielt auf Unternehmen ab, die in Bereichen Gesundheit, Software, Dienstleistungen, Gebrauchsgüter und so weiter, Einzelhandel, Nahrungsmittel und Getränke unterwegs ist. Und das Unternehmen bietet also Finanzierungen für Buyouts, Acquisition, Kapital, Maßnahmen, Restrukturierung, Rettungsfinanzierung und so weiter und so fort. Und das machen die natürlich mit sowohl Fremd- als auch Eigenkapital. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Und zu Beginn des Jahres 2023 hatte das Unternehmen 2550 Mitarbeiter. Das Ganze könnt ihr nochmal nachlesen unter Wikipedia Ares Management. Ich packe euch den Link auch unten in die Videobeschreibung. Die steht euch dann auch zum Download später zur Verfügung. Der kurze Überblick. Der Börsenwert aktuell ist bei 9,7 Milliarden Euro. Der Aktienkurs heute 18,50 Euro. Sparpläne gibt es bei der Consorsbank, Trade Republic und auch der Comdirect. Dieses Unternehmen hat mich jetzt einfach sehr interessiert, weil sie erstens eine solide Dividendenausschüttung haben mit einer höheren Dividendenrendite, fast im zweistelligen Bereich. Und die Rate hier von 9,94%, die schwankt natürlich immer wieder. Das KGV ist nicht ganz so gut, aber es ist okay für eine BDC-Company. Die anderen Unternehmen in dem gleichen Sektor, Banking, Brokerage, BDCs, haben ein bisschen niedrigeres KGV. Ansonsten ist die Dividende 4-mal im Jahr, also einmal pro Quartal wird es ausgeschüttet. Ares Capital Corporation ist von der Unternehmensform her eine RIC. RIC heißt Regulated Investment Company. Ich habe das hier schon mal bei anderer Gelegenheit im anderen Video beschrieben. Da könnt ihr das auch nochmal genau nachlesen. Und die RIC-Unternehmen haben also eine Vorgabe, gesetzliche Befreiung von Steuern, müssen aber dafür eben ihre Gewinne zu 90% auch wieder ausschütten an die Aktionäre. Und dadurch haben wir natürlich diesen Vorteil, dass hier regelmäßig Dividenden fließen und das also 4-mal im Jahr. Die nächste Dividendenausschüttung wäre am 14. März ist das Ex-Datum und der Zahltag ist am 31.03. dieses Jahres und die US-Dollar sind hier 0,48 US-Dollar-Cent regulär. In den Geschäftsbericht und der Geschäftsbericht sieht relativ gut aus. Die Earnings per Shares im 4. Quartal sind also leicht gestiegen auf 0,63 US-Dollar. Ja, hier seht ihr nochmal auf der Seite 12 in dem Geschäftsbericht aktuell, wie das Investmentportfolio aussieht, welche Industrien und Sektoren hier vertreten sind. Ich habe das ja kurz vorher schon mal aufgezählt und da ist also der Schwerpunkt hier 22% liegt bei Software and Services. Also doch ein bisschen IT-Schwerpunkt mit dabei und ansonsten ist aber hier wirklich eine gesamtheitliche gute Mischung im Portfolio und das macht sich auch in der Bilanz bemerkbar, nämlich solide sieht die aus. Haben wir so eine Art Schuldenübersicht und zwar geht es hier um eine Wandelanleihe, die also im Jahr 2023, so lese ich das, hier zu Buche schlägt und es gibt hier eine unbesicherte Wandelanleihe von 750 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2024 wird das Ganze auf eine Wandelanleihe von 900 Millionen US-Dollar, unbesicherte Wandelanleihe steigen und dann gibt es aber auch noch einen Anteil einer konvertierbaren unbesicherten Wandelanleihe im Jahr 2024. Ihr könnt euch ja mal die Zahlen hier selber anschauen. Also hier ist so ein Ausblick der Wandelanleihen. Wie sieht die nächsten 3 bis 4 Jahre bis 2027 und weiter darüber hinaus
aufgebaut ist, ist mal eine ganz interessante Übersicht von Ares Capital Corporation. Die Dividende bleibt erfreulicherweise stabil und ist auf einem bisschen höheren Niveau als im Jahr 2021 und 2022 im Schnitt. Wir starten hier mit 48 US-Dollar-Cent und werden sehen, ob es vielleicht auch wieder Sonderdividendenausschüttungen dann gibt. Ihr habt die Möglichkeit, noch bis zum 15. März die Aktie zu kaufen und dann sollte die vorher aber bei euch im Depot liegen, um eben für die Märzdividende in diesem Jahr auch akzeptiert zu werden. Es sieht wirklich gut aus bei der Ares Capital. Habt ihr noch andere Informationen, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wie bin ich auf die Aktie gekommen? Und da also einen herzlichen Dank an Markus Redder, der hier in seinem Video meine Top 10 BTC-Aktien, die Ares vorgestellt hat und ich dadurch zum ersten Mal auf diese Aktie gekommen bin und muss sagen, dass mir die Aktie sehr gut gefällt. Ich werde mir also demnächst einen Limit-Kauforder in das Depot, wie die Kurse stehen, und aktuell gibt es also ein interessantes Niveau. Ich gehe auch gerne nochmal zu unserem Aktienterminal und habe hier die Ares Capital Corporation aufgerufen. Der Qualitätscheck ist hier die Hälfte von 15 möglichen Punkten, nicht perfekt abschneidet, weil nämlich das Wachstumsmomentum ist durchschnittlich oder eben unterdurchschnittlich. Also das Wachstum an sich bei der Ares Capital könnte besser sein. Deswegen wird dieser Anteil an Finanzstärke bei dem Piotrowskis F-Score ja ein bisschen schlechter bewertet, als es im Durchschnitt ist. Die Aktie von der 52 Wochen Kursspanne konnte also beim Tief hier am 3.10.2022 bei 16,53 US-Dollar jetzt doch wieder zulegen und ist bis auf 19,3 US-Dollar gesprungen. Wir haben momentan so einen Kurs, der jetzt 17% fast höher liegt als bei diesem 52 Wochen Tief. Man könnte so bei 18,75 US-Dollar dann einsteigen vielleicht. Es ist natürlich hier alles keine Anlageberatung. Macht eure eigene Recherche und trefft darauf dann eure Entscheidung, ob ihr diese Aktie bei euch im Depot haben wollt. Ich glaube, für mich ist es eine passende Ergänzung, eine zweite BTC-Company in meinem Depot zu haben. Ich finde das Unternehmen recht solide aufgestellt und arbeitet in einem interessanten Sektor mit IT-Beteiligungen und aber auch Finanzen und bekommt regelmäßig Cash. Also der Cashflow sieht doch ganz gut aus. Wir können nochmal hier auf die Grafik gehen. Der Ares Capital Corporation, das Gewinnflussdiagramm nach Sankey, und hier sehen wir also einen Nettogewinn gab von 600 Millionen. Ich nehme an, das sind jetzt US-Dollar, ist hier nicht eindeutig beschrieben, und es gab hier einen Zinsaufwand von 407 Millionen US-Dollar. Also man sieht hier abzüglich der ganzen Zinsen und Betriebsausgaben ist also hier ein Gewinn vorhanden, und das ist auch oben nochmal in der Zusammenfassung hier gut beschrieben. Dividendencheck, der ist natürlich bei einer Dividendenrendite von über 9% relativ gut und gut bewertet. Wer sich hier getraut hat, im Jahr 2020 natürlich nach dem oder auch während des Corona-Crashs einzusteigen, der hat hier schon eine gute Performance wieder hingelegt. Im letzten Jahr ist die Aktie leicht gefallen, im Schnitt 6%, und im laufenden Jahr haben wir das aber schon wieder gut gemacht auf 6% Anstieg. Das sind natürlich immer nur Stichpunkte, und ich kann mir aber vorstellen, dass das mittel- bis langfristig ein gutes Investment ist und hier auch der Return entsprechend mit Dividendenwachstum auch passt. Die Dividende wurde ja, wie ihr gesehen habt, die letzten 12 Jahre immer weiter erhöht, und es sieht auch danach aus, dass es so weitergehen kann, zumindest die nächsten 1-2 Jahre auf alle Fälle. Also der nächste Dividenden-Ex-Tag ist der 14. März.
wie ich schon gesagt habe, und dort könnt ihr dann entsprechend vorher, wenn ihr die Aktie kauft, auch in den Genuss der Dividendenausschüttung kommen. Der Markus Redder hat die Aktie auch bei sich im Portfolio mit aufgenommen. Macht eure eigene Recherche, dies ist keine Kaufempfehlung, das sind alles persönliche Erfahrungen und dient nur zum Infotainment für euch, aber vielleicht habt ihr dann auch einen Mehrwert daraus und habt die Aktie neu kennengelernt und das würde mich sehr freuen. Und das war's in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr genau wissen wollt, warum Lumen Technologies 21% gefallen ist an einem Tag, dann schaut euch dieses Video an. Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Vermögensbilanz für sich selbst aufstellt, damit ihr genau wisst, wie viel Kapital ihr in die Hand nehmen könnt für eure nächsten Aktienkäufe, dann schaut euch das andere Video an. Dort gibt es auch einen kostenlosen Excel-Download und ich freue mich, bleibt investiert. Ciao, ciao, bis bald.